Komm, wir machen jetzt eine richtig effektive Übung. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und dieses ist das dritte und damit letzte Video des kostenlosen Workshops So sprechen wir Muttersprachler. Schnelles Deutsch verstehen und sprechen. Im ersten Teil hast du meine besten Tipps bekommen, wie auch du gesprochenes Deutsch einfacher verstehen kannst und wie du selbst besser sprechen kannst. Im zweiten Video habe ich dir gezeigt, welche Eigenschaften die gesprochene Sprache hat. Damit meine ich Modalpartikeln, Füllwörter, Redewendungen, Umgangssprache, Wiederholungen und Korrekturen im Satz und Unvollständigkeit. Denn wir sprechen nicht jeden Buchstaben aus und auch nicht jedes Wort. Alle Workshop-Materialien bekommst du kostenlos über den Link unter diesem Video. Heute üben wir das Ganze mal an einem praktischen Beispiel. Du bekommst gleich ein Audio von mir, in dem ich dir zeige, wie wir Muttersprachler wirklich sprechen. Dabei verbesserst du dein Gehör und deinen Wortschatz und du lernst diese typischen Eigenschaften der gesprochenen Sprache aus dem letzten Video. Übrigens, die Inhalte sind aus meinem brandneuen Kurs Authentisches Deutsch verstehen und sprechen, für den du dich ab jetzt eine Woche lang mit einem tollen Rabatt anmelden kannst. In wenigen Monaten bringen wir dich auf ein ganz neues Niveau und du wirst danach keine Angst mehr vor dem Sprechen haben, schneller und mit viel weniger Fehlern sprechen und natürlicher klingen. Dazu aber nach der Übung mehr. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Du hörst jetzt ein Audio, das ich an meine Freundin geschickt habe. Ich spiele es dir mehrmals vor, okay? Es ist schnelles und authentisches Deutsch, so wie ich es außerhalb von meinen Videos spreche. Keine Sorge, wenn du nicht alles verstehst. Wir analysieren es komplett bis ins kleinste Detail. Los geht's! Hi, ich bin's nochmal. Du, pass auf, ich muss leider unser Treffen verschieben. Mir ist da was dazwischen gekommen und ich krieg jetzt nicht beides auf die Reihe. Tut mir echt leid. Hättest du vielleicht auch nächste Woche noch Zeit? Bei mir passt nachmittags immer ganz gut. Du kannst dich ja einfach nochmal melden und dann hoffe ich, dass wir was Neues finden. Sorry nochmal. Mach's gut, bis dann. Ciao. Na, war's schnell? Wie viel Prozent hast du bisher verstanden? Hör's dir direkt nochmal an. Hi, ich bin's nochmal. Du, pass auf, ich muss leider unser Treffen verschieben. Mir ist da was dazwischen gekommen und ich krieg jetzt nicht beides auf die Reihe. Tut mir echt leid. Hättest du vielleicht auch nächste Woche noch Zeit? Bei mir passt nachmittags immer ganz gut. Du kannst dich ja einfach nochmal melden und dann hoffe ich, dass wir was Neues finden. Sorry nochmal. Mach's gut, bis dann. Ciao. Okay, wir gehen jetzt ganz systematisch in 3 Schritten vor. Ich zeige dir zuerst das Transkript und du hörst das Audio mit dem Text nochmal an. Danach bauen wir deinen Wortschatz aus, denn du findest im Text einige Phrasen bzw. Redewendungen und Modalpartikeln. Im 3. Schritt schauen wir uns die Aussprache genau an, denn ich habe nicht jeden Buchstaben ausgesprochen und einige Wörter zusammengenommen. Los geht's! Hi, ich bin's nochmal. Du, pass auf, ich muss leider unser Treffen verschieben. Mir ist da was dazwischen gekommen und ich krieg jetzt nicht beides auf die Reihe. Tut mir echt leid. Hättest du vielleicht auch nächste Woche noch Zeit? Bei mir passt nachmittags immer ganz gut. Du kannst dich ja einfach nochmal melden und dann hoffe ich, dass wir was Neues finden. Sorry nochmal. Mach's gut, bis dann. Ciao. Hast du es dieses Mal mit dem Transkript besser verstanden? Wir schauen uns mal die Bedeutung Satz für Satz im Detail an. Hi, ich bin's nochmal. Das heißt, wir haben vorher schon mal gesprochen und jetzt melde ich mich wieder. Du, pass auf, ist typisch, wenn wir einer Person gleich etwas Wichtiges zu sagen haben. Ich muss leider unser Treffen verschieben. Ich schaffe es nicht zu unserem Treffen und muss es auf einen anderen Tag legen. Warum? Mir ist da was dazwischen gekommen. Das bedeutet, dass es einen anderen Termin oder eine andere Sache gibt, die zur gleichen Zeit stattfindet. Dieses da ist eine Modalpartikel und hat eigentlich keine richtige Bedeutung. Du könntest auch nur sagen,
mir ist etwas dazwischen gekommen. Weiter geht's. Ich krieg jetzt nicht beides auf die Reihe. Das bedeutet, dass ich unseren Termin und diese zweite Sache nicht gleichzeitig schaffe. Etwas auf die Reihe kriegen bzw. nicht auf die Reihe kriegen ist eine typische Redewendung der Umgangssprache und heißt, dass man etwas schafft oder nicht schafft. Man kann auch etwas auf die Kette kriegen oder etwas hinkriegen, die sind synonym und beide informell. Tut mir echt leid. Hast du das so schon mal benutzt? Das tut mir leid oder es tut mir leid ist Standarddeutsch. Das kann man auch gut beim Schreiben verwenden. Aber tut mir echt leid ist Umgangssprache, denn es fehlt ein Subjekt, also das oder es, und es gibt eine Modalpartikel echt. Damit kannst du eine Aussage verstärken. Es ist schon 23 Uhr, das ist echt spät oder sehr spät. Nächster Satz. Hättest du vielleicht auch nächste Woche noch Zeit? Der Konjunktiv 2 ist hier ganz typisch. Vor allem in diesem Kontext, wo du etwas verschieben musst. Da klingt hättest du höflicher als hast du. Und das Wort vielleicht macht es nochmal ein bisschen emotionaler und zeigt, dass es dir leid tut. Bei mir passt's nachmittags immer ganz gut. Das bedeutet, dass du immer nachmittags Zeit für einen neuen Termin hast. Es passt mir oder es passt mir nicht, drückt aus, dass du Zeit hast oder eben nicht. Du kannst dich ja einfach nochmal melden und dann hoffe ich, dass wir was Neues finden. Damit biete ich der Person an, dass sie mir einen neuen Terminvorschlag machen soll. Die Modalpartikel ja bietet der Person an, zu antworten, wenn sie möchte. Und die Modalpartikel einfach meint, dass die andere Person antworten kann, wann sie möchte. Ohne Stress. Wenn man nur sagt, du kannst dich melden oder melde dich, klingt das weniger höflich und passt nicht so gut in diesen Kontext. Und der zweite Teil des Satzes, dann hoffe ich, dass wir was Neues finden, will sagen, dass du dir einen neuen Termin wünschst. Dann schauen wir uns noch den Schluss der Nachricht an. Sorry nochmal. Vielleicht denkst du jetzt, aber sorry ist doch ein englisches Wort. Ja, das ist es und ganz typisch beim Sprechen, vor allem bei jüngeren Generationen. Anglizismen gehören zu unserer Sprache dazu. Ich entschuldige mich also nochmal, dass ich den Termin nicht schaffe und dann verabschiede ich mich mit Mach's gut, bis dann, ciao. Das sind im Prinzip 3 Verabschiedungen in einer. Natürlich kannst du nur Tschüss sagen, aber solche längeren Formeln klingen persönlicher und freundlicher, meiner Meinung nach. Übrigens spricht jeder ein bisschen anders. Meine Version ist nicht die perfekte und genauso wenig ist deine Version die falsche. Wichtig ist, dass Kommunikation funktioniert und dass Menschen sich verstehen. Ist diese Nachricht soweit klar? Dann schauen wir uns die Phonetik an, also wie ich das alles ausspreche. Denn ich spreche sehr schnell und es gibt typische Muster, welche Buchstaben wir weglassen und welche Wörter wir in der Aussprache miteinander verbinden. Hi, ich bin's nochmal. Nicht ich bin es nochmal, sondern ich bin's nochmal. Das ist ganz typisch, wenn das Pronomen es nach einem Verb kommt. Ich kann's nicht verstehen, ich hab's nicht gesehen, ich will's nicht wissen und so weiter. Du pass auf, ich muss leider unser Treffen verschieben. Mir ist da was dazwischen gekommen und ich krieg jetzt nicht beides auf die Reihe. Nicht pass auf, sondern pass auf. Nicht treffen, sondern treffen. Und das ist ganz typisch für Wörter, die auf en enden. Und hörst du, wie ich verschieben und mir als ein Wort ausspreche? Das liegt daran, dass verschieben phonetisch auf m endet und mir mit m anfängt. Verschieben. Ich sage nicht verschieben. Mir ist da was dazwischen gekommen. Mir ist da was. Ich spreche das T in ist nicht aus. Ich krieg jetzt nicht. Ist ganz kurz. Ich krieg jetzt nicht. Beides auf die Reihe. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Hättest du vielleicht auch nächste Woche noch Zeit?
hättest du. Im Prinzip reihe ich alle Wörter aneinander, vor allem nächste Woche noch. Bei mir passt's nachmittags immer ganz gut. Passt's nachmittags. Es ist viel einfacher für uns, das so auszusprechen als passt's und nicht passt es. Bei mir passt es ist schönes Hochdeutsch, das kannst du natürlich auch sagen und es klingt sehr korrekt. Du kannst dich ja einfach nochmal melden. Du kannst dich ja. Kannst dich. Hörst du, wie ich das T und das D miteinander verbinde? Nochmal melden. Ich spreche das L in nochmal fast nicht aus. Ich sage nochmal. Und dann direkt melden. Nochmal melden. Und dann hoffe ich, dass wir was Neues finden. Hoffe ich statt hoffe ich. Auch das ist typisch, wenn ein Wort auf E endet und das nächste mit I anfängt. Dann komme ich, dann warte ich, dann schaue ich mal. Dass wir was Neues und nicht etwas Neues finden. Und nicht finden, sondern finden. Der Schluss klingt eigentlich relativ klar, oder? Sorry nochmal, mach's gut statt mach es gut. Bis dann, ciao. Und, hast du was Neues gelernt? Jetzt bist du dran. Sprich dieses Audio so gut wie möglich nach. Am besten nimmst du es auf und hörst es an, um es mit meiner Version zu vergleichen. Und wenn du das regelmäßig trainierst, wirst du einerseits problemlos schnelles Deutsch verstehen können, denn diese Laute basieren auf Mustern und die wiederholen sich immer wieder. Auch die typischen Phrasen wiederholen wir sehr oft. Du brauchst einfach nur Übung, okay? Auf der anderen Seite hilft dir das dabei, selbst schnell authentisches Deutsch zu sprechen und allgemein selbstbewusster zu werden. Damit du das schnell und effektiv schaffen kannst, bin ich an deiner Seite und unterstütze dich. Ich habe einen einzigartigen neuen Kurs entwickelt, in dem du dein Gehör schulst, deine Hörkompetenzen und deinen Wortschatz ausbaust und gleichzeitig deine mündlichen Kompetenzen sowie deine Aussprache perfektionierst. Das ist ideal für alle, die sich in einem deutschsprachigen Land integrieren und selbstständig kommunizieren wollen, ohne Angst vor Fehlern. Das kann man sehr, sehr gut trainieren, wenn man Hilfe bekommt. Wir definieren ganz klar dein Lernziel und bringen dich Stück für Stück dorthin, wo du in deinem Alltag problemlos kommunizieren kannst. Der brandneue Kurs Authentisches Deutsch verstehen und sprechen findet online auf meiner Lernplattform statt. Du erhältst einen kompletten Modulplan mit den wichtigsten Themen des Alltags, über die wir miteinander sprechen. Dazu gehört natürlich unser Arbeitsleben sowie unsere Freizeit, Menschen, Konsum, Gesundheit, Reisen, Ernährung, Technik und Technologie, Klima, Tiere, wie wir überhaupt Sprachen lernen und noch vieles mehr. In Dutzenden Videos und Audios mit Interviews, Diskussionen und Gesprächen lernst du, wie wir wirklich sprechen und was genau wir sagen. Du arbeitest gleichzeitig mit Transkripten zu allen Inhalten, in denen ich dir Begriffe, Phrasen und Redewendungen erkläre. Dadurch schulst du deine Lese-Hörkompetenz und lernst automatisch schneller und kannst dir Wörter besser merken. Das ist aber längst nicht alles, denn in diesem Kurs stehst du im Mittelpunkt. Du schickst mir deine Audios und wenn du möchtest Videos zu, die ich für dich korrigiere und dir dabei helfe, akzentfreies Deutsch zu sprechen. Egal aus welchem Land du kommst, wir werden deine Aussprache angehen und dafür sorgen, dass man dich problemlos versteht, wenn du sprichst. Wir trainieren intensiv, wie du präsentierst, diskutierst und deine eigene Sprache reflektierst. Das ist natürlich auch für deine mündliche Prüfung optimal, egal auf welchem Niveau. Aber neben den mündlichen Aufgaben gibt es auch jede Menge inhaltliche Verständnisaufgaben sowie schriftliche Aufgaben, denn auch das Schreiben gehört zum Lernen dazu. Du wirst in dem Kurs sehr viel über dich und deinen bisherigen Lernprozess nachdenken und ein ganz neues Niveau auf Deutsch erreichen.
Und weil wir in einer schnellen und hektischen Welt leben, hast du komplette Flexibilität im Kurs. Du kannst jederzeit nach deinem Rhythmus und Tempo lernen, so wie es dir am besten passt. Was ich dir zusätzlich anbiete, ist ein Hammer-Bonus zum Kurs. Du kannst jede Woche an den Zoom-Konferenzen der Linkster Academy teilnehmen, wenn du möchtest. Wir sprechen über verschiedene Themen unserer Gesellschaft und ich korrigiere deine Gespräche. Das ist ein super effektives Kurskonzept, das ich in monatelanger Arbeit entwickelt habe und dir die optimale Kombination aus Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen bietet. Wie lange dauert der Kurs? Es sind insgesamt 10 Module. Jedes Modul ist auf circa 1 bis 2 Wochen angelegt, je nachdem, wie viele Stunden pro Woche du Zeit hast. Damit schaffst du alles in wenigen Monaten. Der Kurs ist flexibel organisiert, sodass du 6 Monate lang intensiv von mir betreut wirst und in dieser Zeit an allen wöchentlichen Zoom-Konferenzen teilnehmen kannst. Und wenn du das zeitlich nicht schaffen solltest, biete ich dir nochmal eine Verlängerung an, sodass du insgesamt 1 Jahr am Kurs teilnehmen kannst, ohne Extrakosten. Ich möchte, dass der Kurs zu dir passt und das Leben ist eben nicht immer so einfach zu planen. Allgemein hast du lebenslangen Zugang zu allen Inhalten, du kannst dir also alle Videos, Audios und Texte auch noch in 5 Jahren anschauen, wenn du möchtest. Übrigens gibt es eine Abschlussprüfung, die ich für dich korrigiere und daraufhin bekommst du dann dein Teilnahmezertifikat der Linkster Academy. Jetzt interessiert dich ganz bestimmt, was dieser Kurs kostet. Um den Start meines neuen Kurses mit dir zu feiern, gibt es einen tollen Freundschaftspreis von mir, der gilt aber nur 6 Tage lang. Du bekommst das komplette Intensivkurspaket schon ab 107 €, wenn du in 3 Monatsraten bezahlen möchtest. Oder du zahlst ihn auf einmal, dann sind es nur 299 €. Günstiger und besser geht es nicht, das kann ich dir versprechen. Der Wert des Kurses liegt bei über 500 €, denn mein Team und ich sind hoch ausgebildete Muttersprachler und Experten im Bereich des Deutschunterrichts. Und wir haben Materialien höchster Qualität entwickelt. Also lass dir diese Chance, dein Deutsch mit uns zu perfektionieren, nicht entgehen und melde dich direkt an. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Achtung, die ersten 20 angemeldeten Teilnehmer bekommen ein 20-minütiges, exklusives 1:1 Gespräch mit mir, in dem wir dein Lernziel konkretisieren und dich auf den richtigen Weg bringen. Und falls du jetzt immer noch unsicher bist, du hast eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie und gehst absolut kein Risiko ein. Schreib mir einfach eine Mail und ich gebe dir dein Geld zurück. Ohne Diskussion. Überzeuge dich selbst von der Qualität meines neuen Kurses und wie schnell du damit Fortschritte machen wirst. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit dir und darauf, wie wir dich in wenigen Monaten auf ein ganz neues Niveau in Deutsch bringen. Mein Team und ich sind für dich da, beantworten deine Fragen und helfen dir auf deinem Weg. Schreib mir jederzeit, wenn du Fragen hast und ich helfe dir gerne weiter. Das war's mal wieder. Wir sehen uns nochmal am Mittwoch um 18 Uhr in der Zoom-Konferenz und sprechen über typisch deutsche Redewendungen. Bis dahin, tschüss und halt die Ohren steif. Deine Julia.